Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar werden wir mal eine einfache Einhandaxt bauen. Da hatte ich jetzt schon Shorts zugemacht oder mehrere Shorts. Werde ich natürlich auch in den Shorts fertig bauen. Aber ich baue noch eine zweite, und zwar in dem Video werden wir dann ein bisschen ausführlicher machen. Die Shorts, das ist ja immer so eine kleine Zusammenfassung nur. Ich hoffe, das Ganze interessiert euch. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal an. Und zwar, heute versuchen wir mal direkt am Anfang schon mit dem Material schon mal zu erklären. Da habe ich hier 60 cm. Ist ein bisschen nicht so lang, aber für eine Einhandaxt geht es. 60 mm langsam. 60 cm, ein normaler GFK-Kernstab in 10 x 12. Das waren 1,20 Meter, da habe ich dann mal 2 draus gemacht. Ja. Dann 10 mm Plasterzote für die Mitte, für außen ein paar 6er. Ja. Dann brauche ich noch ein bisschen, habe ich hier irgendwo was? So ein bisschen Dreiermatte nachher, also ein bisschen längere Streifen, aber auf jeden Fall so Dreiermatte. Ein bisschen Leder, da muss ich mir nachher noch was draus schneiden für den Spitzenschutz. Dann für das Achsblatt ein bisschen zu stabilisieren, dass das nicht so rumwabbelt. Was Fliegengitter, ganz normales Kunststoff, kriegt man im Baumarkt. Natürlich hatte ich mir vorher eine Schablone für das Achsblatt gemacht, für den Stiel brauche ich dann nicht so viel. Ja gut, und dann noch ein bisschen Zehnermatte für den Stiel halt zu machen. Ne? Das ist dann so weit erstmal das, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, tun wir erstmal das, was wir nicht brauchen, auf Seite. Schneiden wir erstmal noch eben hier die Matten aus. Dann nehmen wir uns den Kernstab. Ich gucke dann immer, nicht ganz bis unter die Spitze, aber schon relativ weit, also nicht bis hier unten, weil dann reißt das sehr schnell ab. Also je weiter er hoch geht, umso schwieriger ist es, das Ganze erstmal da rauszureißen. Also ein bisschen lassen wir noch, weil ich mache nachher auch noch dann Leder drüber und auch noch mal eine Matte oben drüber. Zur Sicherheit, dass da nichts passiert. Das wird dann doppelt und dreifach nochmal gesichert, dass da nichts passieren kann. Das ist das eigentlich gut. So, geht da einfach hin, nimmt einen scharfen Cutter, dann hätte ich mal wieder vorher schleifen sollen, aber irgendwie verpeile ich das jedes Mal. So, dann habt ihr schon mal das hier rausgeschnitten. Den könnt ihr dann da einkleben mit Pattex oder Heißkleber. In dem Fall nehmen wir gleich mal wieder Heißkleber und dann schauen wir mal weiter. Bei dem hier seht ihr, bei dem passt es und der hier ist zu lang. So, dann mal zur Erklärung, warum ihr immer am besten, wenn ihr hier sowas habt, immer unten anfangt und nicht da, wo es oben offen ist. Das ist, damit ihr dann, wenn das hier was sich lenkt und das kommt dadurch, wenn ihr hier drauf drückt. Das hängt von ab, wie ihr drückt. Bei dem oberen habe ich immer so von oben gedrückt, quasi. Ne? Und bei dem anderen ist das, wenn er so ein bisschen so drückt. Dann wird das durch den Heißkleber und den Rest wird das alles so ein bisschen gezogen. Der Schaumstoff, der ist ja so ein bisschen, ist er ja elastisch. Ne? Und dadurch habt ihr dann hier das Problem, dass er dann hier ein bisschen, aber das ist nicht schlimm, dann wird gleich was abgeschnitten und dann passt das da auch wieder. Also so viel zu dem Thema, warum ich das so mache. Ne? So als Erklärung, damit ihr dann wisst, was macht der Kerl denn da überhaupt und wieso. Nur so als kleiner Tipp mal wieder am Rande. So. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das dann hier zu lang habt, nehmt euch die Cutter, guckt, wo dann hier die Kante ist. Und schneidet das dann einfach ab. Ein bisschen. Zack, und schon passt es dann wieder. Kleber drauf. Und gut ist. Wie ihr seht, das ist relativ simpel zu machen.
Das ist ja jetzt auch so, dass der Stiel was eckiger wird. Und beim Runden ist ja auch wieder ein bisschen anders. So. Dann nehmen wir jetzt mal ein Stück Fliegengitter. Ich hoffe, das ist groß genug für das Achsblatt. Ja, reicht. Ist jetzt nicht das perfekte Maß, aber die 2 Stücken reichen. Ich hatte jetzt hier noch ein paar Reste liegen. Das Ganze machen wir jetzt ein bisschen zur Stabilisierung. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Wir fangen am besten hier hinten an. Kann man nämlich hier noch ein bisschen. Am besten macht er immer so ein bisschen in der Mitte. Dann können wir das Ganze nämlich erstmal ein bisschen fixieren. Einfach so ein bisschen breiteren Streifen. Denkt dran, nicht bis ganz ans Achsblatt, wo die Klinge hinkommt. Ja, das wird sonst ein bisschen hart an der Stelle. So. Nehmen wir uns eine Schere. Dann kann man nämlich das Ganze so ein bisschen auf Form bringen. So 100% genau müsst ihr das nicht machen. Also zum Rand lasst am besten immer so einen halben Zentimeter, weil er immer nachher, wenn er dann drauf geklebt hat, also auf jeden Fall bei mir ist es so, dann habt ihr immer so ein bisschen was, was ihr noch wegschneiden müsst. Und man stabilisiert halt nachher das Achsblatt. Wie ihr seht, das geht eigentlich ganz gut mit einer Schere. So. Da auch. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen so eine leichte Schräge rein. Hat den Hintergrund. Auf jeden Fall an der einen Stelle hier. Wenn hier mal noch was beigeschliffen werden muss, also mit dem Fliegengitter, das ist zwar zum Stabilisieren relativ gut. Ist jetzt nicht das allerbeste, also wenn er komplett Leder reinmacht, ist natürlich noch ein bisschen besser. Aber es ist halt relativ günstig, so ein Riesending Fliegengitter zu kaufen. Und es lässt sich halt auch einfach verarbeiten. Ist nur halt, ihr müsst halt immer genug Platz lassen zum Rand, damit ihr dann halt eure Cutterklingen so ein bisschen schont. Also Zeug, wenn ihr das da mit dem Heißkleber, da ist unheimlich schnell die Cutterklinge stumpf. Das ist noch viel schlimmer wie mit dem Schaumstoff alleine. Glaubt ihr mir. Da seid ihr dann quasi nur, wenn ihr dann mit dem Schleifstein wieder nachschleifen wollt, seid ihr nur am Nachschleifen. So. Wie gesagt, wenn ihr aber Leder nehmen solltet, könnt ihr dann quasi, ich sag jetzt, dann macht ihr das, was ich jetzt mit dem Leder gemacht habe, ja nicht, dann könnt ihr quasi einmal komplett drüber gehen auf beiden Seiten. Dann könnt ihr auch komplett bis zu den Rändern gehen. Aber wie gesagt, mit dem klappt das eigentlich auch ganz gut. Ordentliche Ladung Pateks drauf. Müsst immer dran denken, die Unterseite von dem Leder, die hat ja noch so ein bisschen das weiche Flausch hier. Dass da ein bisschen sich das in die Dinger reinzieht. Da können wir ruhig ein bisschen mehr drauf tun. Ich mache das auch immer schon drauf, wenn es noch nicht trocken ist, damit das sich schön da reinzieht. Klappt eigentlich ganz gut, obwohl Pateks ja normalerweise ein Kontaktkleber ist. Aber bei den Sachen klappt das wirklich gut, weil das halt eine flache Fläche ist. Ihr müsst dann noch ein bisschen andrücken und dann halt was liegen lassen, damit das trocknen kann. Wie ihr seht, klappt ganz gut. Ne? So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal wieder trocknen lassen, bevor wir weitermachen. Denkt dran, immer beim Kleben einmal richtig drauf und dann einmal drehen. Ne? Dann habt ihr da doch immer richtig drauf. Früher ist mir öfters schon mal passiert, dass ich dann die falsche Seite eingepinselt hatte. Also immer ein bisschen aufpassen, bei der Sache immer konzentriert sein, einmal richtig drauflegen, dann einmal umklappen und dann habt ihr das dann richtig. So.
ich auch wieder direkt beide Seiten pinseln. Ich zwar wieder ein bisschen aufpassen, dass ich überall wieder kleben bleibe, aber geht eigentlich auch. Wie gesagt, normalerweise mache ich nur eine Seite, aber jetzt für die Videos mache ich dann direkt immer beide Seiten mit. Dann geht das so ein bisschen schneller. Kleber ist soweit angetrocknet, würde ich mal behaupten. Ja, kann man gut anfassen. Klebt zwar noch, aber ist nicht mehr, dass der sich so feucht anfühlt. Erstmal gut andrücken. Am besten nimmt er da immer ein Brett, verschraubt zwingen oder halt irgendwo, wo er richtig fest drauf drücken kann. Aber dafür müsst ihr immer gucken, dass der Pattex gut trocken ist. Also wenn er sich nicht mehr klebrig anfühlt, dann ist er richtig. So. Das lassen wir jetzt erstmal wieder was trocknen. Dann werden wir einen Stiel kleben. Ich nehme jetzt hier mal so der Einfachheit halber 10er Matten. Ihr könnt natürlich auch 6er nehmen, dann ist der Griff ein bisschen schmaler. Aber das liegt dann an euch, so wie ihr das am liebsten dann habt. Ist jetzt nicht schlimm, kann man nachher ja auch ein bisschen noch beischleifen. Aber das liegt halt an euch. Ich habe jetzt einfach nur, weil ich das hier noch liegen hatte, die 10er Stücke genommen. Ich hatte ein bisschen mehr gemacht. Deshalb kann ich das jetzt auch hierfür nehmen. Wie gesagt, das hängt jetzt von euch ab. Ihr könnt natürlich auf die Seiten dann auch 6er Matte drauf machen. Dann ist halt alles ein bisschen schmaler und ein bisschen griffiger. Kann man dann natürlich hier am Griff dann auch, aber ihr müsst halt ein bisschen mehr schleifen oder wegschneiden, je nachdem wie ihr es gerne habt. Kommt auch immer drauf an, was ihr für große Hände habt. Also für größere Hände kann man dann hier so die 10er nehmen. Okay, ich habe selber nicht gerade große Hände, aber ich sage jetzt mal die 10er, das ist dann für ein bisschen was kräftigere Hände. Und mit der 6er ist halt ein bisschen schlanker dann. Aber das liegt dann an euch. Kann man natürlich dann auch dann an Griff was mehr wegschneiden, dann hat man das auch vernünftig und der Rest halt was dicker. Das liegt dann an euch. Ihr könnt natürlich auch den Stiel rund machen. Ich habe jetzt mal ein eckig genommen. Also wie ihr dem kommt drauf an, wie ihr es halt dann gerne habt. Manche mögen ja keinen eckigen Stiel, mir ist das eigentlich schnurzpiep egal, weil ich bin nicht so unbedingt der Axtkämpfer. Ich habe lieber so das Schwert, weil das kann man meistens, egal womit man trifft. Ne? Aber das ist halt so Geschmackssache. Andere mögen halt Äxte lieber wie Schwerter. So, jetzt schauen wir hier die Seite. Lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Das Ganze haben wir jetzt gut trocknen lassen. Jetzt fangen wir an, das Ganze ein bisschen beizuschneiden. Ich muss unbedingt mal wieder aufräumen, Leute. Hier sieht es wieder aus. Da. Da macht man mal Bleiband dran. Dass das Ganze auch ein bisschen Gewicht kriegt. Das Stück, das schneiden wir dann gleich ab. Dann machen wir
Muss ein bisschen was zum Nachziehen. So. Ja, dann hatte ich mir eher so überlegt, dass man das so mal lassen, aber ich habe irgendwie, dass wir hier noch ein bisschen was drauf machen. Das muss man mal überlegen. Von der Form her sieht das noch ein bisschen sehr langweilig aus. Mal schauen, ob wir da nicht noch irgendwie was Hübsches kriegen. Mal gucken, was machen wir denn da? Sieht schon ein bisschen langweilig aus. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie noch ein bisschen was hübscher machen. Das ist jetzt ein bisschen krumm geworden, aber sieht auf jeden Fall schon deutlich hübscher aus, wie es vorher war. Einfach mal so ein bisschen improvisieren wieder. Ja. Sieht dann nachher auch ein bisschen schön aus. Mal schauen. Das ist jetzt kein Kunstwerk, aber wie gesagt, ich mache mal so ein bisschen mit einem Metallbeschlag. Sieht ja auch mal ganz nett aus. Von den Echsen kann man ja, wie man gerade lustig ist, machen. Ein bisschen spitzer hier. Sieht ein bisschen schön aus. So. Machen wir hier drauf. Ja doch, machen wir so. Das sieht hübsch aus. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen kleiner machen sollen, aber hey, ich denke mal, das ist so ganz okay. Lass mal gucken. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen die Kanten hier brechen. So. Ja, würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt noch mit dem Lötkolben hier mal drüber. Ich bin nämlich jedes Mal momentan den Heißluftföhn am Vergessen. So, normalerweise müsste ich eigentlich immer alles in doppelter Ausführung haben. Aber, naja. So. So. Und dann rein. Noch ein Lederbändchen. Das mache ich dann immer gerne hier, wo das Bleiband dran ist. Dann würde ich sagen, ups, die schwarze Dose klebt langsam alles aneinander. Baut man ganz mit dem Deckel auf. Ich glaube, da muss ich mal wieder was trocknen lassen und dann mal wieder alles rausziehen, dass die wieder sauber ist. Aber das geht ja zum Glück, geht das ziemlich gut, wenn es denn da mal trocken ist. So. Dann werden wir erstmal wieder ein paar Schichten Schwarz drauf machen. Kennt das ja. Schwarz ist immer die Grundfarbe für alles. Einige Schichten drauf. Und dann gucken wir mal weiter, wenn das Ganze dann trocken ist. Also beziehungsweise die Schwarzschichten drauf. Schwarz haben wir jetzt einige Schichten drauf. Das brauchen wir nicht so wirklich für. Nur den Kamm. Müsst ihr immer gucken, dass er den vorher so schön sauber macht. Also das ist schön sieht der Kamm jetzt nicht mehr aus, aber da er hier in den Dingern nicht hier das Zeug drin hängen habt, dann kriegt auch eine schönere Maserung hin. Jetzt mache ich hier das Ganze mal ein bisschen dicker wieder drauf. Ein oder andere kennt das ja schon bei mir. Dann nehme ich immer hier dieses Modellierwerkzeug. Jetzt haben wir hier dick noch drauf. Mal ein bisschen gucken. Und dann immer so
ein bisschen eine Wellenbewegung rein, dann sieht das ein bisschen natürlicher aus. Kann man dann noch schönere Holzeffekte. Hier so bei den Kanten drin, ein bisschen mit der Spitze noch drüber gehen. Wenn ihr hier so Kanten habt, setzt das einfach so ein bisschen schräg an und zieht es dann so ein bisschen geschlängelt runter. Dann kriegt ihr hier an den Kanten die Übergänge was schöner hin. Und wenn ihr dann an manchen Stellen dann nicht so gut angesetzt habt, ist auch nicht schlimm. Das macht dann auch wieder eine schönere Holzstruktur. Die sind ja nicht gleichmäßig. Also wie gesagt, müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Im schlimmsten Fall geht ihr einfach nochmal mit dem Kamm nochmal drüber, wenn euch das an der Stelle dann nicht gefällt. Und dann geht ihr einfach nochmal so ein-, zweimal drüber, je nachdem. Ja. Wie gesagt, dann einfach hier so an den Kanten und dann halt so geschlängelt runterziehen. Das geht eigentlich ganz gut. Damit ihr dann die Holzmaserung so mehr oder weniger in eine Richtung kriegt. Ja, hier unten am Knauf habe ich das schon gemacht, also schon trocken. Jetzt hängen wir das Ding erstmal wieder auf. Die Holzmaserung bzw. das Schwarz, den Kamm, das ist trocken. Hier mal jetzt hin. Gucken, ob wir hier noch irgendwo Schwamm. Ich habe wieder jede Menge Schwämme, aber keine neue mitgenommen. Gott sei Dank habe ich ja immer hier noch ein bisschen was rumliegen. So. Dann fangen wir jetzt mal an, die Holzmaserung hier zu machen. Erstmal wieder ein dunkles Braun, kennt ihr ja. Ja, nicht jeder, die neuen wahrscheinlich nicht. Also auf meinem Kanal, die neuen meine ich natürlich. Wir machen jetzt direkt schon mal das Ocker. Dann haben wir nämlich das schon mal in einem Gang gemacht. Mal ausprobieren. Ach, hier haben wir noch das Ding von dem Rabenschnabel rumliegen. Also, schauen wir mal den selben Schwamm. Na, prinzipiell könnte man den dafür nehmen. Das machen wir jetzt auch mal. Da müsst ihr nur immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viel Farbe dran macht. Ich weiß, Leute, das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Aber ich glaube, das mache ich noch. So. Haben wir noch Silber? Ja, haben wir noch. Einen Schwamm, den wir benutzen können. Oh, nehmen wir den hier. Das war nämlich ganz so optimal, aber der sollte reichen. Wie ihr seht, hier fängt schon an zu trocknen. Das geht mit dem Schwemmen, wenn er das drauf tupft, geht das eigentlich ziemlich schnell. Da kann man ein bisschen nacharbeiten, noch mit den Kanten. Die Farbe ist soweit trocken. Dann werden wir jetzt noch so ein paar Highlights setzen. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Silber. Wahrscheinlich schon noch mal viel zu viel, so wie das aussieht. Ein bisschen abtupfen. Dann werden wir hier noch so ein bisschen drüber gehen, dass das ein bisschen metallischer aussieht. Ja. Ja, dann hängen wir das jetzt erstmal wieder hin und lassen dann noch trocknen. Dann nehmen wir wieder vom Flexipaint den matten Topcoat. Alle Teile in einem durchmachen. So, alles in einem durchgetopcoatet. Und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen, würde ich sagen. Ne? Topcoat ist jetzt trocken. Machen wir mal das Lederbändchen ab. Na super, Leute. Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Doppelseite Klebeband. Aber ich hoffe, habe hier glaube ich noch ein bisschen was liegen. Hoffentlich reicht. Dann nehmen wir uns hier
Das ist ein Kontaktkleber, den nehme ich da immer für. Können natürlich auch Patix normales nehmen. Aber das ist so für das letzte Stück, finde ich das immer angenehm. Da lasse ich auch immer hier so ein paar Zentimeter erstmal frei. Dann kann man nämlich das Leder schöner ziehen, dass das so vernünftig dran ist. Und wenn das dann vernünftig angedrückt ist, mache ich dann immer so das letzte Stück. Das ist dann etwas angenehmer zu kleben. Da mache ich auch gerne immer ein bisschen mehr drauf an Kleber, dass das was besser hält. So, dann haben wir das schon mal soweit. Das sieht schon mal gut aus. Dann nehme ich mir immer hier unten ein Edding. Können wir natürlich auch irgendwas anderes nehmen. Hauptsache es ist glatt und so ein bisschen angerundet. Das nehme ich dann immer, um das Ganze noch bei dem Klebeband ein bisschen anzudrücken. Dann kommt nämlich hier dieses Überlappende schöner zur Geltung. Das sieht ein bisschen hübscher dann aus. Ja. Einfach dann hier so drüber gehen. Wie gesagt, da können wir auch irgendwas anderes nehmen, außer ein Edding, irgendein Stift oder vielleicht von einem Löffel oder irgendwie dann den Stiel oder irgendwas. Das muss nur halbwegs glatt sein und dass er da irgendwie in die Ritzen mit reinkommt. Dann passt das schon. Dann immer so ein bisschen hin und her zum Andrücken. Wie gesagt, dann hält das Leder auch besser dann nachher auf dem doppelseitigen Klebeband. Und das sieht halt nachher was hübscher aus. So, das haben wir jetzt soweit. Dann gehen wir noch ein bisschen hier mit Lederfarbe dran. Das ist Antik, finde ich, in Schwarz. Da habe ich mir Braun und Schwarz immer. Heute nehmen wir mal wieder Schwarz. Das ist so ein bisschen, um ein bisschen Dreck zu simulieren, damit das Leder nicht mehr ganz so neu aussieht. Dass das schon so ein bisschen benutzt aussieht und nicht mehr so neuwertig, sage ich jetzt mal. Gehe ich dann immer so ein bisschen drüber. Mal ein bisschen mehr, mal weniger. Das liegt dann an euch. Könnt natürlich auch mit gar nichts drüber gehen. Aber wie gesagt, ich finde das immer schön, wenn das schon so ein bisschen abgenutzt schon im Vorfeld aussieht. Kommt zwar auch durch den Gebrauch, aber dauert halt eine Weile. Und so, ich sag jetzt mal, ist so der Grunddreck schon mal drauf. Dann sieht es schon ein bisschen schneller versifft aus. Kann man auch dann gucken, wenn man nicht ganz so viel, da kann man dann auch hier diese Vertiefung so ein bisschen vorheben, wenn man nicht so dick drauf macht. Ne? Dann sieht das hier mit den Überlappen dann auch ein bisschen schöner aus. So. Ja, und dann mal zum Hintergrund, warum ich bei dem Wickeln immer vom Knauf nach oben wickle. Das ist quasi, hat das damit zu tun. Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich gerade, aber das ist egal. Das hat damit zu tun, wenn ihr greift, rutscht er im Normalfall runter. Und wenn er das dann von unten hochwickelt, rollen sich hier diese Ränder von diesem Überlappenden nicht hoch, weil er die nach unten hat. Das ist halt ist angenehmer dann. Wenn er das andersrum macht, mit dem Wickeln hier bei den Teilen, habt ihr halt das Problem, dass sich das dann so hoch und dann ist das sehr kacke anzupacken. Also ist das nicht schön. Also so ist das deutlich angenehmer. Und durch das Andrücken dann mit dem Stift oder was auch immer ihr benutzt, ist das dann noch schön griffig. Ja? Das sieht dann schon okay aus. Wie gesagt, da kann man dann mehr oder weniger, das liegt dann an euch oder halt ja nichts. Ne? Ja Leute, das würde ich sagen, dann war das mit der Axt. Wie gesagt, ist jetzt so was relativ Schlichtes geworden. Ne? Das ist jetzt hier ein bisschen anders, wie ich sie jetzt im Short gemacht habe. Ja, ich glaube schon irgendwo hinter mir liegen. Ja, also ist jetzt so ein bisschen Unterschied. Länge, ja, ein bisschen länger ist sie geworden. Aber so im Großen und Ganzen, ihr seht ja, was man aus sowas machen kann. Im Endeffekt ist es fast die gleiche Bauweise. Also mehr oder weniger, nur dass ich bei dem einen hier noch ein bisschen den Kopf was dicker gemacht habe und noch so ein paar Metallbeschläge. Also wie ihr sagt, aus einem so einem Axtblatt, da kann man schon ein paar verschiedene Sachen. Da kann man auch noch Verzierungen einbrennen und keine Ahnung, da können wir alles Mögliche machen.
Ne? Das ist jetzt nur so, mal so als Inspiration wieder, wenn ihr mal so eine Einhandaxt, vor allen Dingen, weil ich euch auch noch vergessen habe zu sagen, wie gesagt, ihr könnt dann auch, ich sag jetzt mal in der komplette Axtblatt, könnt ihr dann auch Leder einkleben. Ne? Ich habe da jetzt Fliegengitter genommen, weil das ein bisschen günstiger ist. Wenn ihr dann Leder nimmt, dann beidseitig, dann hält das richtig gut. Ne? Was ihr auch noch machen könnt, ich sag jetzt mal beim Fliegengitter zum Beispiel, da der hier quasi noch hier innen noch dran klebt, dass das gegen abreißen, aber hier in dem Ding ist normalerweise so viel dran, da müsst ihr euch schon richtig gut reinhängen, ne, damit er dann abgerissen kriegt. Kriegt man auch hin, wenn man hier noch Kraft einsetzt, aber wenn man vernünftig mit kämpft, halten so Sachen eigentlich ziemlich lange. Ja, dann hoffe ich mal, das hat euch wieder bei euren Projekten mal wieder ein bisschen geholfen. Mal wieder ein Dankeschön an alle, die mich die letzte Zeit schon wieder abonniert haben und die Shorts am Klicken sind. Einzig traurig ist, dass die ganze Zeit von den Shorts leider nicht auf die Monetarisierung angerechnet wird. Das wäre super, da hätte ich wahrscheinlich in 2 Monaten hätte ich die schon durch, mal abgesehen von den Abonnenten. Ne? Aber ich will nicht klaren, Leute. Wäre zwar schön, wenn ihr die Videos die lange ein bisschen länger gucken könntet, aber soll jetzt kein Aufruf dazu sein. Wäre natürlich schön. So, dann habe ich noch was vergessen. Ich komme demnächst sogar in eine Zeitung, Leute. Letztes war ein Reporter da. Irgendwann nächsten Monat wird das wahrscheinlich sein. Irgendwie Wochenende oder sowas. Da habe ich mich auch riesig drüber gefreut. Ein Sohn von einem Abonnenten von mir, der ist Redakteur bei der Zeitung. Der war jetzt vor ein paar Tagen bei mir, hat mir ein bisschen interviewt. War richtig tolle Sache. Freue ich mich riesig drüber. Wollte ich euch noch ein bisschen von erzählen. Fand ich schön. Hat mich riesig gefreut, sehr sympathischer Mensch gewesen. Schöne Grüße an Herrn Kindermann übrigens. Ich weiß ja nicht, darf ich dazu sagen, aber naja gut, ich sag's jetzt einfach mal. Ja, war wirklich sehr schön. Mal gucken, was bei dem Interview rausgekommen ist. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut. Danke nochmal an den Sohn, der mich ja abonniert hat. War eine tolle Idee. Hat mich richtig drüber gefreut, als sein Vater mich angeschrieben hat. So, dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Noch die Phase. Wir sehen uns.